Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Ich wollte euch heute jetzt mal eine Seite zeigen, die mir in letzter Zeit sehr viel geholfen hat, die ich auch schon oft auf Twitch geteilt habe, also den Link in den Chat gepostet habe. Es geht um die Seite RF4Stat. Ja, die gibt es in Russisch, Englisch, Chinesisch und Deutsch, und das ist auch eine Seite, die kommt auch aus Russland und die holt sich die Daten vom russischen Server. Also was das Besondere an dieser Seite ist, anders jetzt als zum Beispiel in-game dort nachzugucken, ist, dass man von jedem See, sei es jetzt mal als bestes Beispiel Alte Festung, wir gehen auf die Fischarten und wir gehen jetzt mal auf den schwarzen Amur. Diese Rekorde hier, man kann die hier auch nochmal nach Fisch und Gewicht sortieren, diese Rekorde hier sind nur von der Alten Festung. Also man kann gezielt auf dieser Seite nach Fischen von dem jeweiligen Gewässer gucken und mit welchem Köder die gefangen worden sind. Hier zum Beispiel schwarze Amur an der Alten Festung, schwarze Johannisbeere. Ich kann mal ein bisschen reinzoomen, dann seht ihr das ein bisschen besser hier. Schwarze Johannisbeere 20 Pop-Up, schwarze Johannisbeere lila, einige auch mit Kartoffelwürfel unterwegs. Und wie gesagt, auf dieser Seite sind halt alle Gewässer, ja, also sogar auch hier unten das Strafgewässer ist hier auch zu sehen. Also ich habe jetzt gerade mal 4 Tage der letzten Stichprobe. Wir können auch gerne mal das umändern auf 7 Tage, dann sieht man gleich noch ein bisschen mehr. Hier sieht man noch die ganzen Regionen. Angelausrüstung kann man hier halt, ne, nach den Rekorden. So, jetzt haben wir mal 7 Tage. Jetzt gucken wir mal, beim Strafgewässer sind jetzt 3 Fischarten gefangen worden. Ja, also wie gesagt, man kann hier wirklich sehr gut gucken. Sehr schöne Seite. Man sieht das hier zum Beispiel auch, man kann auch direkt nach Ködern suchen. Ja, also wenn man jetzt hier zum Beispiel am Nordmeer nach Ködern suchen will, dann sieht man jetzt hier zum Beispiel Anzahl der Rekorde. Ne? Also hier der 2308 gibt es jetzt halt 861 gefangene Fische. Dann kann man das hier mal sortieren. Ja, das größte ist hier der Riesenhai, Grönlandhai, Schwertfisch-Trophy sogar auf den gelben Squid. Nochmal Grönland, Schwerti, ja gut, das sind halt die schwersten Fische. Ein Heilbutt wurde hier schon sehr großer mit 219 Kilo gefangen. Gotteslachs und so weiter. Thunfisch. Wir gehen mal weiter runter. Ja, wie gesagt, das ist halt so ein, die Squids, die laufen halt generell sehr, sehr gut am Nordmeer, ne? Das ist halt, wie gesagt, so mittlerweile schon so ein Standardköder, ob der gelbe Squid, der rote, der grüne, der fluoreszierende, der weiße und so weiter. Hier Heringshai. Und jetzt kann man zum Beispiel auch mal gucken, das waren jetzt quasi die Köder, ne? Hier sind wirklich alle Köder, die auch mal in Rekorden waren. Hier zum Beispiel tote Makrele, wäre für mich jetzt mal wieder interessant. Auch wieder Grönlandhai, Heilbutt. Wrackbarsch zum Beispiel auch, ne? Wäre für mich hier, guck mal, hier ist schon Kabeljau, da stehe ich sogar selbst mit drin. Also ihr werdet eure eigenen Namen auch mit drin, also mitfinden, wenn ihr einen Rekord gemacht habt, ne? Konga ist hier zum Beispiel tote Makrele, Seeteufel, super Trophy. Würde ich auch gern fangen, würde ich auch gern fangen. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt einfach nur probieren. Irgendwann fängt man die halt, ne? Also wie gesagt, ihr werdet eure eigenen Namen hier auch drin sehen. So, und dann finde ich halt noch interessant, ne, wie gesagt, die Fischarten. Und dann sucht man sich jetzt hier einfach mal einen Fisch raus, den man jetzt gerne beangeln wollen würde. Ja, viele wollen jetzt gerade auf die europäische Sardine. Dann würde ich sagen, macht man hier oben einfach mal nach Gewicht sortieren. Dann seht ihr hier ganz viele. Ich sagte, ich habe jetzt hier halt nach 7 Tagen, ne? Also die Rekorde sind jetzt nach 7 Tagen. Sehr viele super Trophy. Also man sieht hier auf dieser Seite nicht den Spot, aber dafür sieht man halt, welcher Fisch auf welchen Köder geht, ne? Und beziehungsweise welcher Köder halt für welchen Fisch ist. Ne? Das sieht man halt auf der Seite. Ich hau das euch auf jeden Fall unten nochmal in die Beschreibung rein. Die Seite, ne, auch gleich mit der deutschen Version. Also Sardine ist wirklich hier also das ist ja Wahnsinn. Hier alles Natural Shrimp, ne? Alles voll. Warte, ich wollte mal gucken, Hering. Hering würde mich nochmal interessieren. Der wird, glaube ich, nicht so häufig gefangen. Hier Atlantischen Hering, 297 Rekorde in letzter Zeit. Den brauche ich auch. Oha, Schaumgummi, ja, okay. Ja. Oder halt auch der Natural Shrimp oder Real Shrimp, die kleinen. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Seite. Ich glaube,
mehr kann ich euch dazu jetzt auch gar nicht sagen, außer dass ich jetzt nochmal auf ein paar Fischarten gehen würde. Ne, zum Beispiel jetzt, wir können auch mal nochmal Goldkarpfen, ja, mein Erzgegner hier, den ich immer noch nicht gefangen habe. Ein super Trophy in den letzten 7 Tagen. Aber Trophys sind schon einige dabei, ne? Aber es sind halt, wie gesagt, alle Regionen. Man kann das natürlich auch nochmal regionsspezifisch dann auf... Also sind schon einige. Und schon einige dabei. Ne? Ist hier ein Deutscher dabei? Ich guck grad mal. Hi Uwe, Nico, Lorenzio. Ja, doch ein paar Deutsche. Wahoo, Sirox. Und schon ein paar Deutsche dabei, ne? Hi to Smoke. Ja, wie gesagt, das ist auch so ein Fisch, den muss ich auch noch. Gezi, Snip. Ja. Ja. Das war es eigentlich auf jeden Fall auch schon. Wie gesagt, hier oben gibt es noch ein paar Links. Ja, gut, da, also wie gesagt, ich nutze die Seite so, wie ich es ja jetzt euch gezeigt habe. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall nochmal als Info reinhauen. Nochmal ein bisschen was dazu erklären. Link zu der Seite haue ich auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung rein, ne? Also hier unter dem Video auf mehr Anzeigen und dann seht ihr die Beschreibung und da haue ich den Link da nochmal rein. Wie gesagt, hier oben hatte ich jetzt halt auf Deutsch gestellt, falls das bei euch jetzt irgendwie eine andere Sprache sein sollte, könnt ihr da oben nochmal umstellen. Ja, wie gesagt, man kann hier nach Angelausrüstung, Region kann man gucken. Und das sind hier nochmal die Tage. Man kann hier sogar auf die letzten 23 Tage sogar gucken. Ne, dann hier halt UL. T-Listig ist, glaube ich, dann Stippe. Stippe müsste das sein. Was ist das hier? Beispiele für Stichproben. Hat er gleich hier so ein Beispiel. Brasse an der Festung. Ja, gut. Ja, viele gehen halt auf Brasse, ne? Das ist halt so ein Standardding, ne? Gut, alles klar. Wir sehen und hören uns dann wieder am Sonntag im Stream. Zur gewohnten Zeit wieder nachmittags. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wir sehen und hören uns dann morgen. Tschüss, macht's gut.